Die ist nicht verstimmt, das gehört so. Hallo, mein Name ist Elmar Heckmann, ich betreibe ein Tonstudio und in dieser Videoreihe zeige ich euch, wie man als Musiker im Studio professionell arbeitet. Gitarren sind in der Rock- und Popmusik das Aushängeschild und somit am weitesten verbreitet. Bässe bilden wiederum neben dem Schlagzeug das rhythmische Fundament des Songs. Wie ihr eure Saiteninstrumente fürs Studio gut vorbereitet, erzähle ich euch in diesem Video. Los geht's! Tipps zur Vorbereitung. Übt daheim mit Kopfhörer und Klick. Wie schon in meinen anderen Folgen gesagt, müsst ihr euch für die Studioarbeit daran gewöhnen, mit Kopfhörer und Taktgeber oder sogar einer Demoaufnahme zu spielen. Nur so könnt ihr immer gleich schnelle Takes, also Aufnahmen abliefern, die der Techniker für die Nachbearbeitung braucht. Beseitet eure Instrumente rechtzeitig neu. Neue Saiten klingen klarer. Sie müssen aber eine Weile eingespielt werden, damit sie genug gedehnt sind und sich dadurch nicht mehr so extrem verstimmen. Beseitet am besten eine Woche vor dem Studiotermin neu, spielt bis dahin jeden Tag mindestens eine halbe Stunde auf eurem Instrument und stimmt immer nach. Entscheidet schon vorher über eure Equipment-Einstellungen. Verzerrer, Wah-Wah, Chorus, Flanger, Phaser, das sind typische Gitarre- und Basseffekte. Diese solltet ihr funktionsfähig mitbringen. Echo und Hall sind Effekte, die in der Nachbearbeitung vom Techniker hinzugefügt werden, da diese den Gesamtmix verändern. Plant also eure Effekte ohne Hall und Echo. Auch die Wahl der Gitarre ist entscheidend. Erwartet nicht, dass eine 100 € Anfängergitarre auf der Aufnahme wie eine 5000 $ Gitarre von Slash klingt. Dasselbe gilt übrigens für Verstärker. Weitere Kleinigkeiten, die aber viel ausmachen: checkt vorher die Kabel auf einen Defekt, checkt ebenso Batterien bei euren Effekten und aktiven Instrumenten, packt Ersatzsaiten und Batterien für euren Studioaufenthalt ein, sowie genügend Plektren, falls ihr welche verwendet. Tipps für den Aufnahmetag. Bevor ihr die Instrumente stimmt, lasst sie im Studio erstmal akklimatisieren. Stimmt alle Instrumente während der gesamten Produktion mit dem gleichen Stimmgerät, um Abweichungen zu vermeiden. Achtet auch darauf, dass die Referenzfrequenz immer stimmt. Bei Rock, Pop und so weiter ist das normalerweise immer 440 Hertz. Checkt die Stimmung regelmäßig während der Aufnahmesession. Soweit meine Tipps für Gitarre und Bass. Was ihr allgemein für Studio beachten solltet und wer noch sein Instrument haargenau stimmen muss, findet ihr dort. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Lasst gerne Kommentare da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ciao! Fun Fact zum Schluss: Das einzige Bandmitglied von ZZ Top, das keinen Bart trägt, heißt mit Nachnamen Beard.